Ein Punkt, den ich euch noch sagen wollte. Ich habe ja vorhin gerade noch was... Oh, Alter, das war aber knapp, wa? Moin Leute, herzlich willkommen bei diesem wunderbaren sonnigen Frühlingswetter. Wir haben 10 Grad, wir haben Sonne. Ein Gedicht, Leute, ein Gedicht. Gestern war kalt, gestern war wirklich kalt, aber jetzt soll es ein bisschen warm werden und heute ist windstill. Hannes muss aber noch die letzten Gerste jetzt hier fertig fahren, bevor wir Dünger streuen können. Morgen soll es aber windig werden, aber nützt ja nicht, wir können nicht ständig umbauen, jetzt müssen wir das auch hier mal fertig machen. Das müssen wir dann auch mal fertig machen, Hannes. So, Leute, ich habe euch letztes Mal gezeigt. Und zwar, ich habe das System ja ausgedribbelt. Habe ich euch ja gezeigt, ne? Und zwar klappe ich ja jetzt da das Gestänge am Vorgewende nicht komplett aus, sondern ich lasse die äußeren 1,50 Meter dran. Ne? Und lasse die Hähne alle auf und fahre dann hier doppelt. Ja? Also hier, der äußerste 1,50 Meter, der hat jetzt doppelt Gerste. Warum? Wenn wir mit einem Schleuderstreuer arbeiten, streut er meistens nur so bis diesem Bereich ungefähr. Klar, ein paar Körner fliegen hierher, aber wenig, weil wir das auch nicht dürfen. Wir müssen ja mit einer Grenzstreuung fahren. Das heißt, wir müssen gewährleisten, dass nichts hier weiterfliegt, auf dem Weg oder sonst wo. Das heißt, das meiste fliegt bis da vorne, hier nur noch 1, 2 Körner. Und so hat man auch der Bestand, dass hier die Stickstoffversorgung immer abflacht. Da gibt es eine Variante, einige Betriebe fahren dann mit Flüssigdünger, zum Beispiel die äußersten 6 Meter lang. Die neuen Streuer zum Beispiel auch von Amazone, die haben so eine Grenzstreuung, dass sie hier nochmal lang fahren und dann so lang wegstreuen. Oder die Jungs mit dem AGT oder ein Aero, die haben natürlich ein Gestänge und alle Flüssigdünger, bringen das natürlich auch bis zum Rand aus. So, hat Hannes ja nicht und Hannes hat ja sich so überlegt, Mensch, wie kriegen wir das nur hin? Ein bisschen habe ich sowieso nicht, weil ich ja Gerste bis zum Rand bringe. Aber ich habe gedacht, da fehlt ja eigentlich immer was und habe ich ja im letzten Video schon erklärt. Doppelt fahren hier die 9 Meter ist halt viel zu viel. Gerade wenn man hier sieht, das Stück hätte jetzt hier 1 Kilometer und 600, also 3,2 Kilometer Umfang. Und da 9 Meter doppelt sind halt 2 Hektar, fast 2 Hektar doppelt zu fahren. Und das wollte ich nicht. Und deswegen mache ich das jetzt so. Dann habe ich ja die Möglichkeit, da mit ganz vielen Hähnen da dran auch was abzuregeln. Und dann ist es so, dann fahre ich die nächste Spur ganz normal über die Fahrgasse, regel nach dieser Seite hier so viel Hähne ab, da habe ich dann nur 75 cm hier Überlappung. Und in die Richtung draus habe ich dann normalen Anschluss. Jetzt fahre ich, also das habe ich mir wirklich gut ausgedacht. Jetzt habe ich nämlich nur noch eine Spur neben der Fahrgasse und die nächste fahre ich nämlich in der tatsächlichen Fahrgasse und dann bam. Leute, System ausgedribbelt. Ich habe eine Lösung reingekriegt. Also damit funktioniert es. Und damit habe ich die äußersten 1,50 Meter einen schönen Rand. So in der Theorie. Und in der Praxis hat es bis jetzt ganz gut funktioniert. Mal gucken, wie die Bestände dann aussehen. Und dann werden wir weitersehen. Oh, ist auch so geil. Ist windstill, Alter. Regt mich schon wieder auf. Wochenende, ich muss auch spritzen. Und wenn ich wieder spritzen kann, dann soll es schon wieder eine Woche Wind geben. Nur nachts halt nicht, ne? Und es kann es wieder nur nachts umhergurken. Ist ja auch nicht so erfreulich, aber man kommt wenigstens voran. Oh, ist perfektes Düngerstreuwetter. So ein Scheiß, ey. Pardon. So ein Mist aber auch. So Leute, wir hatten gerade Mittagspause, da kommt der Zubringer. Jetzt geht's weiter. Ich habe hier noch 2 Fässer und dann gucken wir mal, wie viel wir auf dem Tigerdrillweizen noch kommen. Da haben wir noch so einen Sandberg, den wollen wir noch fertig machen. Und dann werden wir weitersehen. Also spätestens morgen früh schicke ich Svenny zum Dünger holen. Morgen ist Freitag. Heute ist der 16. März. Morgen muss er, weil Samstag soll auch noch windstill werden und danach kommt wohl Regen. Das heißt, spätestens Samstag streuen wir Dünger. Letztes Stück Winterweizen. Hier ist sehr viel Vogelmeere, seht ihr? Aber Vogelmeere ist eigentlich einfach bekämpfbar. Oh, Hannes muss hier rüber dribbeln. Aber muss Hannes hier rüber dribbeln? Eigentlich nicht. Wir fahren jetzt hier nur noch den Sandberg fertig. Wie ihr seht, hier oben ist so ein bisschen trockener. Und da unten geht es dann halt relativ schnell in eine Moorzunge, wo auch eine kleine Pfütze steht. Also da brauchen wir uns nicht bewegen. Was ich aber euch eigentlich zeigen will, sind diese Flecke. Die sieht man dieses Jahr sehr, sehr häufig. Und ja, ich kann es auf jeden Fall hier bei mir erklären.
Bei allen anderen kann es wahrscheinlich auch so sein. Und zwar diese Flecke sind Manganmangel. Ja, das sieht man meistens so. Und ich kann euch sagen, bei mir ist es hier so, hier war damals von der Zuckerfabrik ein riesen Kalkberg. Das ist tatsächlich auch so krass, dass da vorne so die Erde auch wirklich richtig hell aussieht. Die sieht richtig kalkig aus. Und dann ist es so der Punkt, im alkalischen Boden, wenn der pH-Wert hoch ist, kriegt die Pflanze nicht richtig Mangan aufgenommen. Mikronährstoffe sind hauptsächlich im sauren Bereich, Makronährstoffe, Phosphor, Kali hauptsächlich im alkalischen Bereich. Und das ist dann so, normalerweise kann die Pflanze ja ein eigenes Milieu schaffen, um Nährstoffe aufzunehmen. Die macht das ja zum Beispiel hier durch eine Ammoniumaufnahme. Dadurch kann sie um die Wurzel unmittelbar in der Schicht, in der Rhizosphäre, unmittelbar um die Wurzel kann sie saures Milieu schaffen und kann damit auch Mangan lösbar machen. Aber was muss sie dazu machen? Wachsen. Sie muss dann wachsen können. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier so lange kalte Temperaturen haben, dann kriegt sie halt nichts in Lösung gebracht. Und das ist immer so ein Unterschied. Tagsüber können sie so ein bisschen wachsen, aber ganz bisschen. Nachts ist es kalt. Und so bekommen sie einfach kein Mangan. Und Mangan ist da tatsächlich der erste Stoff, der sich so richtig direkt zeigt. Und das ist das, was wir dieses Jahr wirklich sehr, sehr häufig, also wenn wir jetzt hier so die Autobahn langfahren in Mecklenburg-Vorpommern, sehen wir das sehr, sehr doll. Das ist hier meine einzige Stelle auf den Flächen. Was zum Beispiel auch hilft, ist zum Beispiel eine Stickstoffgabe mit schwefelsaures Ammoniak. Habe ich in dem Fall ja hier gemacht, aber das reicht hier nicht aus, weil dadurch reduzieren wir noch das Milieu noch ein bisschen bei der Düngeraufnahme zu einem wirklichen sauren Punkt. Und dadurch machen wir auch bei der Aufnahme so ein bisschen Mikros verfügbar durch dieses saure Milieu, durch schwefelsaures Ammoniak. Saure steckt schon im Namen drin. Das kann man machen, aber das reicht hier bei so einem Kalkberg einfach nicht aus. Was wir aber trotzdem jetzt die Tage machen, ist natürlich Mikronährstoffe rausbringen. Ja, weil es ist halt kalt, die Pflanze kann es nicht verfügbar machen. Und wir fangen nachher an natürlich mit einer Herbizidmaßnahme, weil diese ganzen Beikräuter, die müssen natürlich weg. Die stören uns und die stören ja auch den Ertrag. Im Herbst habe ich hier nichts gemacht. Ja. Hier ist natürlich nach Mais das Ganze und hier haben wir dann auch wirklich nur die Probleme hier so mit Vogelmiere und ein bisschen Stiefmütterchen haben wir hier und Gräser gar nicht so weiter. Das heißt, das ist hier ganz sauber. Wir können hier wirklich mit einem sehr einfachen Herbizid und kostengünstigen Herbizid fahren und sind dann bei 10, 15 Euro auf dem Hektar durch und nicht 30, 40, 50 für die teuren mit Gräserherbiziden dabei. Genau, das wird hier die nächsten Tage passieren, zusammen mit Mikronährstoffen. Jetzt geht es ja nun los, die Vegetation will ja nun anfangen. Wir haben, morgen ist Freitag und Samstag sollen 15 Grad werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, 15 Grad. Und dann müssen wir jetzt Gas geben. Ja? Wir fahren jetzt hier noch 2 Stunden. Dann baut Svenny schon einen Überladewagen an. Der muss noch Sonnenblumen für Futter XL einmal abfüllen in Big Bags damit. Und dann fährt er morgen früh so hin, dass er um 7 schon abholt. Und dann hoffe ich mal, dass morgen, wie es das Wetter ein bisschen sich hält, dass wir ein bisschen Dünger streuen können. Hoffentlich. Wir hoffen mal. Ah, so. Leute, das ist übrigens hier Sorte Akzent. Der soll sehr gut auf trockenen Standort performen. Also hier wirklich, der Berg hier ist so, mehr Sand gibt es nur an der Ostsee. Also das ist, sobald es Trockenheit gibt, flacht der als erstes ab. Also nicht hier der Kalkberg, der hält wirklich gut das Wasser, aber dahinter ist noch so ein Sandbereich. Also da geht es komplett weg. Und da unten in der Moorsenke sind wir dann wieder bei 10 Tonnen Weizen. So, dann kommt der nächste Zubringer.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben kurz nach 9 Uhr, Freitag, und wir sind am Rapsdüngen. Wir düngen Harnstoff, teilflächenspezifisch. Ne, da wollte ich euch nicht sagen, ich wollte euch das von oben zeigen. So sieht das Ganze aus. Die Map streuen wir ab. Im Mittel sind das 70 Kilogramm Stickstoff. Damit haben wir dann 70 Kilogramm Stickstoff hier ausgebracht. Und dann hätten wir noch zur zweiten Gabe 50 Kilo N übrig, die wir dann verteilen können. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung, die man hier so hinlegen kann, die Mengen. Und ja, ist natürlich Ureasehemmer, deswegen sieht er so ein bisschen bläulich aus. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Erkennt. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Deswegen sieht er so ein bisschen bläulich aus. Die Zeiten von Reinharnstoff sind vorbei. Inzwischen haben die einen Ureasehemmer. Der hemmt im Prinzip dieses klassische Problem vom Harnstoff, dass wenn er ja auf den Boden kommt und Wasser kommt dazu, dass, wie heißen die Bakterien? Heißen die tatsächlich auch Urease-Bakterien? Moment, ich guck mal. Deswegen heißt der Ureasehemmer. Moment, ich gucke doch mal nach. Okay, sie hemmen die Urease und die Urease ist ein Enzym, was im Boden vorkommt und was auch in Mikroorganismen und vorkommt. Also keine Bakterien, ist ein Enzym. Und im Prinzip entsteht Folgendes: Der Harnstoff wird mit der Zeit ja umgesetzt und das hemmt im Prinzip die Zeit der Umstellung bzw. der Umwandlung in Ammonium, sodass der Harnstoff in tiefere Bodenschichten kommen soll. Und wenn dann die Umsetzung geschieht, dann wird er halt gebunden und wird nicht gasförmig. Die Problematik ist natürlich, dass der Harnstoff, so wie er ist, sich auch an der Oberfläche ja umwandeln könnte zu Ammonium. Und wenn wir an der Oberfläche Ammonium haben, zusammen mit Sonne und Licht, kann es zu Ammoniakverlusten kommen. Deswegen sagt man ja in der Regel, man hat bei Harnstoffgaben immer höhere Verluste. Deswegen ist auch wichtig zu achten, kühle Temperaturen, Feuchtigkeit. Wir sollen am Wochenende nochmal Regen bekommen, damit wäscht das Ganze nochmal schön in die Schichten ein. Das ist natürlich von Vorteil. Schwierig wird es natürlich hinten raus, wenn es nachher wärmer wird. April, wenn wir ein bisschen wärmere Nächte haben und. Ja, also ist jetzt nicht, wenn wir einen Kass streuen würden, der geht wirklich rein im Boden, damit kann man hundertprozentig rechnen. Bei Harnstoff hat man gewissermaßen Verluste. Der Urease-Hemmstoff macht das 1-2 Wochen stabil, habe ich jetzt gefunden. Also ich habe mich da noch nicht ganz so intensiv mit beschäftigt, weil ich so in der Form kaum mit Harnstoff gearbeitet habe. Ich habe viele Jahre mit Alzon im Mais gearbeitet. Alzon Neo N heißt ja jetzt das Produkt. Früher hieß das nur noch Alzon. Das ist einfach ein Markenname, ist ein Markenprodukt von SKW Piesteritz. Und das ist im Prinzip stabilisierter Dünger. Aber stabilisiert gegenüber Nitrifikationsbakterien. Nicht, oder beziehungsweise ja, mit Nitrifikationshemmer, nicht Ureasehemmer. Also da gab es das noch nicht. Das gibt es ja erst seit 2020. Und seitdem habe ich eigentlich nicht mit Harnstoff gearbeitet, sondern mit den flüssigen Varianten. Genau, aber man muss ja sagen, hier in der Umgebung, die ganzen Top-Betriebe arbeiten alle mit Harnstoff und die Bestände sehen wirklich vorzüglich aus. Was man natürlich beachten muss,
Bei Harnstoff, die Körner sind natürlich ein bisschen leichter, das heißt, man hat ein bisschen mehr Windanfälligkeit. Also ihr merkt das ja selber, das fliegt jetzt weg und ein bisschen fliegt zurück gegen die Scheibe hier. Das heißt, viele Betriebe hier haben AGTs, aber viele Betriebe haben hier auch 2.000, 3.000, 4.000 Hektar, wo sich so ein Rauch-AGT natürlich ganz anders rechnet. Das Ding ist ja utopisch teuer. Und selbst so ein Aero, ich will es nicht wissen, aber auch der wird ja eine Niere und ein Erstgeborenes kosten. Also falls jemand mal einen Preis weiß, kann man ja mal unten was reinschreiben. Lohnt sich für mich nicht, weil ich ja eigentlich klassisch Flüssigdünger Verfechter bin, weil der Lagerort hier auch im Ort ist. Ja, aber wir haben jetzt die erste Gabe angedüngt mit schwefelsaures Ammoniak und das kann man hier nach wie vor zur ersten Gabe zählen, weil die Vegetation ist noch nicht krass in Gang gekommen. Dennoch sieht der jetzt ein bisschen anders aus als vorher. Moment, ich muss mal einmal kurz... Oh. Ich bin nämlich hier einmal manuell gefahren, weil ich hier noch so einen kleinen Randstreifen habe und in der Automatik würde er nicht streuen. Weil mein Düngerstreuer kann noch nicht über einen Punkt rüber streuen. Aber mir haben welche geschrieben, ich muss mal gucken, welche Softwareversion ich drauf habe. Mit einem neuen Update wäre er wohl auch in der Lage, diese Funktion zu machen. Und ich kann dann wohl auch rechts-links streuen. Probieren wir auf jeden Fall aus. Ich gucke dann nachher mal nach, welche Softwareversion ich drauf habe. Auf jeden Fall. So, jetzt macht er es ja wieder alles alleine. Auch Teilbreiten etc. Auf jeden Fall sieht er jetzt ein bisschen anders aus gegenüber der ersten Gabe. Also man muss sagen, drumherum, die Blätter haben sich jetzt ein bisschen verabschiedet. Man sieht jetzt wieder strikter die Reihen. Also der bildet sich schön aus dem Kern raus. Also er fängt auf jeden Fall an zu wachsen, aber wir haben noch nicht die krasse Vegetation. Wir haben auf jeden Fall eine gute Erstversorgung gemacht mit einem Schwefelsauren. Der reagiert durch das saure Milieu auch relativ schnell. Durch das saure Milieu macht er ein paar Mikros verfügbar. Habe ich ja auch schon gestern erzählt. Und das ist auch zum Beispiel der Punkt. Wir haben da eine schnelle Wirkung. Jetzt können wir Harnstoff geben. Harnstoff hat eine verzögerte Wirkung, aber die passt ziemlich gut zur Vegetation jetzt am Anfang. Und wenn wir jetzt kühle Temperaturen haben, ein bisschen Feuchtigkeit, geht es auch gut in den Boden. Und wenn Wasser kommt und Wärme und dann ist Schub, dann passt das ganz gut zusammen. Ich habe generell im Rapsanbau gute Erfahrungen mit Schwefelsauer und Ammoniak gehabt. Habe ich eigentlich viele Jahre mal verwendet. War eigentlich immer sehr, sehr zufrieden und die Bestände sehen wirklich gut aus. Was mir wirklich auffällt, ist, der Bestand ist wirklich sehr, sehr schön homogen. Und das bringt auch einfach die Einzelkornsaat mit sich. Wir sind da vorne an einem Bestand vorbeigefahren vom Nachbarbetrieb. Der ist gedrillt, aber der war im Herbst ein wirklich schöner Bestand und der ist rechtzeitig reingekommen. Ein homogener Feldaufgang. Aber was man jetzt im Winter einfach aussieht, man hat nicht diese kräftigen Einzelpflanzen, die so richtig schön wie eine Rose schon zusammensitzen, ja, wie so eine Rosenblüte, sondern man hat so kleine zierliche Pflanzen. Das ist das, was ich euch in der AKF gezeigt habe, die ohne Geraste da im Prinzip reinkamen. Und hier haben wir halt schöne, kräftige Pflanzen. Die haben völlig anderes Potenzial aus dem Winter raus. Und das ist auch der Punkt, warum sich Einzelkorn einfach so brachial durchsetzt im Rapsanbau. Also ja, vielleicht regional noch nicht so vielerorts. Aber hier im Umkreis ist so krass. Also ich möchte sagen, 70-80% sind hier Einzelkorn im Rapsanbau. Weil unterm Strich, selbst die schlechten Einzelkornbestände sehen fast noch besser aus als jeder gedrillte Bestand. Weil man einfach eine verbesserte Ablagegenauigkeit hat. Ne? Jede Reihe hat eine eigene Ablage. Also das macht schon mal einen Unterschied aus gegenüber einer normalen Drillmaschine. Wir gewährleisten wirklich die 1 bis 2 Zentimeter. Und dann haben wir einfach die entsprechenden Abstände, damit die Pflanzen auch schön groß werden. Und hier, Leute, ist 21 Körner bis 28 Körner pro Quadratmeter. Und der sieht wirklich homogen, wirklich wunderbar aus. Also ich bin zufrieden und bin begeistert. Und ich denke auch, sofern vernünftig Wasser kommt, wird das hier auch was werden. Der Bestand hier einigermaßen ganz gut aussieht. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass das Stripte quer zu den Reihen macht kleine Wellen rein. Ja, viele fragen sich auch immer, warum das Ganze quer geschieht. Man sieht das ja deutlich. Wenn wir jetzt quer fahren, fahren wir tatsächlich auch nur die Spur weg, so breit wie der Trecker ist. Würden wir jetzt in der Richtung fahren, würden wir eine komplette Reihe jeweils rechts und links wegfahren und hätten damit ja 1 Meter Fahrgasse. Weil wir fahren eine Reihe weg, haben wir 1 Meter. Und hiermit
haben wir tatsächlich nur so breit die Fahrverluste, wie sie auch sind. Das gleiche gilt für Mais, Sonnenblumen, Rüben. Ist sehr vertreten in unserer Region. Also das hat sich sehr, sehr durchgesetzt, schräg zu den Reihen. Dann ist man bei den Fahrgassenschaltungen nicht mehr angewiesen, dass man eine Fahrgassenschaltung hat und dass man die auch richtig bedient, sondern die ist ja dann auch fehleranfällig. Das haben wir nicht mehr. Bei der Tiger Drill ist es ja zum Beispiel, man fährt ja mit Bodenbearbeitungsgeräten immer quer zu der Reihe wegen einem Einebnungseffekt. Deswegen drillen wir zwangsläufig schräg zur Hauptrichtung wegen der Einebnung. Hat verschiedene Faktoren. Wenn wir jetzt auch in der Richtung häckseln würden, den Mais, dann haben wir auch einen besseren Gutfluss, habe ich über die Jahre festgestellt. Die Reihen trennen sich ein bisschen besser als mit in der Reihe. Und ja, unter anderem deswegen machen wir das schräg hier und ganz viele machen das inzwischen schräg. Das gibt natürlich auch ein bisschen Freiraum beim Fahrer. Das heißt, der Fahrer, der die Drillmaschine fährt, der hat auch nicht so eine hohen Anforderung mit der Fahrgassenschaltung mit sich verzählen. Man kann da Beete fahren, man kann da einfach nur das legen. Und wenn wir jetzt, viele sagen dann, ja, aber das extra Saatgut, das kostet doch Geld, das ist doch Verschwendung. Das sind wirklich marginal. Ja? Also wir reden da von 1 bis 2 Euro auf dem Hektar, die wir jetzt hier Saatgutkosten wegfahren. Und wir haben ja dadurch auch den Vorteil, wir haben ja eigentlich hier auch eine Pflanze, die jetzt über den Winter hier wächst. Und gerade Wasser- und Bodenerosion, viele kennen das, dass die Fahrgassen so ein bisschen wegschwimmen und unter Wasser stehen. Das haben wir natürlich hier nicht. Das heißt, wir haben erstmal eine Pflanze, die dafür sorgt, dass der Boden hier Struktur bekommt. Ja, die wächst, die fahren wir im Frühjahr natürlich weg, keine Frage. Aber dann hat der Boden Struktur bekommen und dann haben wir nicht dieses klassische, dieses krasse Rinnenausfahren in den Fahrgassen, weil erstmal hat die Pflanze dafür eine Struktur gesorgt und dann haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, da was zu machen, beziehungsweise dass der Boden da fester ist. Hier sieht man es tatsächlich auch, ich lasse ja den Sensor mitlaufen zur Dokumentation. Hier hat man tatsächlich gesehen, hier ist so ein Nest. Das sieht man auch auf der Potenzialkarte. Hier stehen die Pflanzen auch tatsächlich kleiner. Hier ist die Herbstentwicklung ein bisschen schlechter gewesen und hier wird es gleich wieder besser. Haben die auch mehr Laub, ne? Obwohl wir im Herbst hier konstant Gerste und alles gegeben haben. So, da haben wir ein kleines Lärchenfenster hier vorne. Jo. Genau, und heute habe ich Svenny mit einem Überladewagen. Wir holen den 15 Kilometer von hier den Dünger. Da habe ich den eingekauft, da ist der nächste Punkt und deswegen mit dem Überladewagen. Wir haben da jetzt 15 Tonnen drauf. Da schaffen wir natürlich ein bisschen mehr und gerade wenn Zeitfaktor natürlich jetzt da ist, schaffe ich hier mit der Kombo 200, 300 Hektar am Tag. Das heißt, wir können zügig abstreuen. Ich kann heute Abend Spritze anbauen und dann da wieder direkt weitermachen. Und wenn ich das alles per Achse fahren würde, dauert das deutlich länger, weil Harnstoff ist auch leicht. Wir haben hier 2,8 Tonnen im Streuer und vorher hatten wir, wie viel hatten wir denn was haben wir beim SSA? Hatten wir 4,2 Tonnen drin, also schon über eine Tonne mehr. Und das ja, sorgt natürlich auch zusätzlich für Probleme. So, ich muss erstmal gleich nochmal hier die Gelbschale kontrollieren, wenn ich schon hier bin. Jetzt war natürlich kalt, morgen wird warm. Wirklich muss man echt im Auge behalten. Ich habe ja, die ersten Meldungen gibt es für Südmecklenburg-Vorpommern, dass der Zugflug kommen kann. Und dann muss man das einfach im Auge behalten. Ne? Gibt es so eine allgemeinen Warndienste, gibt es übrigens auch vom Pflanzenschutzamt und so. Da kann man sich anmelden, kriegt man E-Mails und dann kriegt man so eine Kartierung oder Meldung, wo ein Zuflug zu erwarten ist. Und das ist schon ein schönes Hilfsmittel, muss ich sagen. Das heißt, man kann dann deutlich noch mal gucken, ah ja, jetzt ist ein Zuflug gemeldet, jetzt guckt er wirklich noch mal deutlicher hin. Ne? So. Jetzt hier auf dem Weizen angekommen. Ich habe da unten die nasse Stelle nicht fertig gemacht, da habe ich noch nachgestreut. Und ich habe mich aber dazu entschieden, generell dem ganzen Getreide noch 40 Kilogramm Stickstoff zu geben. Wenn das jetzt länger noch kühl bleibt, so wie es aktuell aussieht, mineralisiert sich sehr zögerlich das Ganze aus dem Gärrest und dann haben wir da so eine spätere Wirkung. Jetzt versuche ich halt ein bisschen früher noch was reinzunehmen. Weiß man erst einmal hinterher, ob es ein cooler Gedanke war oder nicht. Und deswegen gebe ich jetzt 40 Kilogramm N, also 90 Kilogramm Harnstoff hier auf dem Hektar nochmal nach. Also so sieht das jetzt hier aus, wenn es liegt. Sieht man das überhaupt? Da. Ja, sehr kleine Körner. Da, wie ihr seht. Ja, jetzt ist der Wind auch gut aufgefrischt. Ich habe gerade noch mal geguckt, wir haben jetzt 5 Meter pro Sekunde. Das ist übelst krass, Leute. 5 Meter Sekunde ist das, wo man noch spritzen, also das ist genau die Grenze, bis wohin man noch spritzen darf. Da fährt eigentlich kein Mensch mehr los.
Was halt der Vorteil ist, das ist relativ konstanter Wind und es ist wenig böig. Das heißt, wenn er konstant dir den Dünger in eine Richtung drückt, verschiebt sich ja nur das Streufenster so in etwa ein bisschen. Natürlich ist windstill immer die beste Variante, aber es geht noch. Es ist grenzwertig, aber ich würde sagen, geht noch. Und wir streuen hier keine großen Mengen. Ja, also es ist nicht zu erwarten, dass wir dann richtig krasse Streuunterschiede bekommen werden. Wenn man zum Beispiel jetzt hier sieht, wir haben, der Wind kommt aus der Seite, aus der Richtung und wir haben ja hier die Fahrgasse. Also hier wäre die nächste, wo wir fahren würden. Und wir haben ja doppelte Überlappung. Das heißt, wir werfen ja im Prinzip hier rüber und die andere Seite wieder zurück. Und liegt auf jeden Fall noch genügend hier. Ja, das wollte ich euch einmal zeigen. Also das habe ich mir entschieden. Ich werde jetzt das ganze Getreide noch ein bisschen was nachgeben. Dann habe ich hinten raus nicht so einen Stress. Das Schlimmste wäre auch teilweise, wenn wir in der Vegetation, wenn es ja richtig losgeht und wir sind vielleicht beim Strip-Till oder, dann wäre das schon ziemlich blöd, wenn wir dann nochmal umbauen müssen, Harnstoff holen. Deswegen habe ich Svenny jetzt nochmal losgeschickt. Und gegen 15 Uhr soll das auch abflachen. Wir haben jetzt hier 13 Uhr. Ja, ich denke mal gegen, keine Ahnung, 17 Uhr oder so bin ich nachher auch fertig. Und dann Spritze anbauen und dann mal gucken. Heute werde ich wohl keine Spritze mehr schaffen. Ab heute Abend, 20 Uhr, soll es windstill werden. Ich denke dann ab morgen früh und dann würde ich als erstes die Gerste fahren mit Herbizid. Und danach den Weizen. Ich versuche halt so schnell wie möglich jetzt alles abzuarbeiten, weil ab Montag, wie gesagt, wollen wir mit der Scheibenecke loslegen und wenn da immer noch zwischen und dann kommt das ganze Abbauen dazwischen, dann will ich das Wochenende einfach jetzt nutzen, um da beim Spritzen richtig Gas zu geben. Und ja, vielleicht habe ich dann Sonntag schon das Gros erstmal fertig und dann sieht die Situation auch schon mal viel besser aus. Auf jeden Fall sehen die Pflanzen schon mal gut versorgt hier aus. Hier ist ja Vorgewände, sehen hier ganz gut versorgt aus. Und dann werden wir sehen, wie das ankommt. Ein Punkt, den ich euch noch sagen wollte, ich habe ja vorhin gerade noch was... Oh, Alter, das war aber knapp, wa? Was ein Zufall. Ich habe ja euch noch ein bisschen was über die Mangandüngung gesagt und die Manganproblematik. Es scheint aber so, ich habe mit LG Daniel gestern noch geschrieben, der hat auch hier diese Flecken bemerkt und der war los und hat pH-Werte gemessen. Und der hat das Gegenteilige tatsächlich festgestellt. Der hat festgestellt, dass in den hellen Zonen der pH-Wert sehr sauer ist und auf den guten Zonen alkalischer. Also genau das Gegenteil wie das, was ich gesagt habe. Ich für mich weiß es nur, weil ich weiß genau, da oben lag mal ein Kalkberg und da ist immer ein pH-Wert von 8 und 9. Deswegen muss man letztendlich, glaube ich, auch trotzdem Pflanzenanalyse gucken, was fehlt denn die Pflanzen genau, warum machen die das, ist es eventuell teilweise Staunässe. Schwierig zu sagen. Apropos Staunässe, da unten steht ein bisschen Wasser. Ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren überhaupt, dass wir mal mit so viel Wasser aus dem Winter kamen, dass irgendwo mal Wasser stand. Wahnsinn. Wahnsinn. Auch toll. Ich hoffe, nächste Woche gibt es wieder Regen. Jeden Tag mit Regen ist ein Tag ohne Trockenheit, ohne Dürre weniger. Und mit diesen Worten, Leute, verabschiede ich mich. Ich weiß nicht, wie viel ich in dieser Folge gemacht habe. Ich verabschiede mich trotzdem. Wir fahren in der nächsten Folge dann spritzen. Es sei denn, ich sehe euch, guckt noch irgendwas Brachiales. Aber ich glaube, so viel wird nicht mehr passieren. Bis dann, Leute. Wir hoffen mal, dass der Wind gleich weniger wird. Eigentlich sollte heute windstill werden. Und das hat sich Mittwoch die Prognose geändert. Gestern wäre besser gewesen zum Streuen. Naja, was wollte ich euch noch erzählen? Wir haben umgebaut den Scanner wieder ran auf das Frontgewicht und Streuer ran, Gülle fast ab, ungefähr 20, 25 Minuten, aber zu zweit. Dann noch Kabel hier, da ist noch das Stromkabel für den Sensor und Bildschirm reinhängen ist noch. Also ich sag mal, wenn man entspannt ist, 35, 40 Minuten braucht man ungefähr fürs Umbauen. Der Sensor vorne ist an 4 Schrauben fest. Super simpel gemacht. Braucht man bloß abheben, stellt man beiseite, kann man zu zweit ohne Probleme den anheben.
Da war das mit dem Yara schon eine ganz andere Baustelle, den oben aufs Dach mit der Halterung festzumachen. Dann hast du ihn aber drauf gehabt, dann hast du Silage gehäckselt, dann wolltest du ihn eigentlich wieder runter machen, hast nicht gemacht, weil er dann auf Dach war. Das ist schon hier eine ganz andere Baustelle, muss man ehrlich sagen. Einfach zu zweit einmal ein Kabel lösen, 4 Schrauben, zu zweit den anheben, beiseite stellen. Den hatten wir jetzt in der Garage zu stehen. Das ist natürlich hervorragend. Jetzt müssen wir nur gucken, was er überhaupt bringt, ne, wie er performt. Ich lasse ihn ja hier die ganze Zeit mitlaufen und habe einfach mal so geguckt, was so Unterschiede sind. Natürlich sieht er, das, was wir mit dem Auge sehen, sieht er auch. Also, dass der Dinkel immer Hartweizen anders entwickelt sind, weniger Biomasse haben und eine geringere Endversorgung. Was ja so ein bisschen interessant wird, für mich persönlich, wir haben ja die Gerste zum Beispiel, wo wir einen Teil vor 10 Tagen Gerste gefahren haben und einen Teil vor 3 Tagen. Ob der schon Unterschiede sieht mit der Endaufnahme. Und dann werden wir den ganzen Rest gucken. Auf jeden Fall kann es ja nicht schaden, wenn wir permanent Daten sammeln und am Ende gucken wir uns an, was wird. Schauen wir mal, was wird. Bis dann, Leute. Macht's gut.